Ich möchte souverän gesehen werden und ich fühle mich souverän. Und dass die Angriffe bis zu dem jetzigen Zeitpunkt noch stattgefunden haben, war, weil ich es erlaubt habe, weil ich kenne meine Kraft und ich weiß, wenn ich diese Kraft einmal von der Leine lasse, dass das, was passiert, wenn ich mich wirklich zur Wehr setze, Konsequenzen hat. Konsequenzen, dass eine Inkarnation enden kann, wenn ich wirklich volle Kraft gebe. Und ich warte sehr, sehr lange, ob nicht eine Person lernt oder aufhört, mich zu attackieren. Und hier habe ich sehr, sehr lange gewartet und gehofft, dass Transformation stattfindet, dass Heilung stattfindet. Und erst wo ich gemerkt habe, es funktioniert nicht, habe ich mich entsprechend zur Wehr gesetzt und meine Souveränität genutzt, um hier eine Grenze zu setzen. Und ich lade euch ein, dass ihr einfach auch in euch diese Souveränität aufbaut. Und in mir war es der Retter und der Schützer, dass ich so lange habe auf mir herumtrampeln lassen und 10-mal weggeguckt habe, anstatt wirklich einmal eine ganz intensive Grenze zu setzen. Und ich frage oder ich lade euch ein, dass ihr bei euch schaut, euren Retter. Und wenn ihr in euch habt, dass ihr mich oder andere beschützen wollt vor der Dunkelheit, dann vielleicht, weil auch in euch noch Angst ist vor Angriffen oder vor Hilflosigkeit. Und wenn ich einen Vorschlag machen kann oder euch von mir eine Erfahrung sagen kann. Ich hatte auch physische Lehrer gehabt vor vielen Jahren auf dieser Erde und die mir geholfen haben. Und ähm, ich daraus dann dieses Gefühl hatte, ich brauche diesen Lehrer als Backup, wenn etwas nicht funktioniert oder wenn alle Stricke reißen, dass ich jemanden habe, der mir helfen kann in meiner großen Not, sprich jemand da ist, der mich retten kann. Und erst wo diese Personen aus meinem Leben getreten sind, war ich auf mich alleine gestellt und musste selbst für mich da sein. Und das war der Moment, wo ich wahrhaftig in meine Kraft gekommen bin, wo ich wusste, ich bin allem gewachsen, ich erschaffe alles, wo wirklich alles, was ich gelernt habe, alles, was ich weiß, alles, woran ich mich erinnert habe, wirklich in die Prüfung gehen musste, wirklich verkörpert werden musste. Und in dem Moment ist in mir die Stärke gereift, dass ich weiß, dass alles, was in meinem Leben zu mir kommt, egal was es ist, ich ihm gewachsen bin, weil ich es erschaffe. Die nächste Frage, die ich mir stelle: Warum erschaffe ich das? Warum kreiere ich mir diese Challenge? Und das habe ich mich auch gefragt, warum noch eine Challenge da sein muss. Und hier kam ganz klar Schuld, aber auch in einer gewissen Art und Weise, um mich zu prüfen und auch ein wichtiger Faktor, um Wachstum anzustoßen. In Herausforderungen und Challenges wachsen wir. Und das ist eines von den Momenten, wo ich wieder dankbar bin, dass manche Challenges entstehen oder dass manche Herausforderungen einfach da sind. Letzten Endes ist alles dafür da, um in die Souveränität zu kommen. Und meine Einladung an euch, an jeden Einzelnen, ist, dass ihr in eure Souveränität geht. Und ein Anfang ist, dass ihr andere souverän seht. Und wenn ihr andere als souverän seht und fühlt und wirklich als souverän anseht, in dem Moment, in dem Moment könnt ihr Souveränität in der Person aktivieren und weil ihr an sie glaubt und gleichzeitig aktiviert ihr Souveränität in euch. Natürlich ist es gut zu wissen, dass ich im Hintergrund bin oder wer auch immer im Hintergrund für euch da ist als Backup. Aber vergesst bitte dabei nicht, dass ihr letzten Endes diese Personen in einer gewissen Art und Weise auch seid. Gebt eure Kraft nicht ab nach außen. Es ist immer gut, eine Hilfe und Unterstützung zu haben, ja, aber nicht in dem Punkt aus meiner Perspektive, dass sie eine Stütze ist, permanent. Ähm, Deswegen meine Einladung, einmal vielleicht
wirklich sich zu trauen und zu sagen: „Ja, ich schaffe alles auch auf meine eigene Art und Weise“, weil alles, was in meinem Leben zu mir kommt, erschaffe ich. Und allem, was ich erschaffe, dem bin ich auch gewachsen, weil ich erschaffe es. Und das ist die Art und Weise, wie ich mit Herausforderungen umgehe. Und darum weiß ich, dass ja, ich alles meistern kann, was zu mir kommt. Und als einen nächsten Punkt, den ich euch noch mitgeben möchte für diese Unterrichtseinheit heute, bevor wir in die Altemira-Schule gehen, ist, dass auf die Frage, was könnt ihr tun? Ich möchte euch einladen, einmal zu fühlen, ob das vielleicht etwas wäre, was ihr tun könnt. Nicht nur für mich, sondern für jeden Einzelnen. Wenn ich hier bin, um den Menschen zu helfen. Und ich muss die Erde nicht befreien, aber ich bin hier, um den Menschen und den Seelen zu helfen, mit denen ich die Absprache habe, denen ich zugesagt habe zu helfen, und zwar so lange, wie sie es möchten und so lange, wie sie es fühlen, sie zu unterstützen und ihnen ja den Weg zu zeigen in ihre eigene Kraft. Wie könntet ihr einer Person, einer Seele wie mir helfen, indem ihr genau das tut? Und wenn ihr nicht immer abhängig seid von mir oder von Leuten, die euch unterstützen, wenn ihr euch vorstellt, das ist einer, der hilft und das seid ihr. Und es ist immer eine Co-Kreation, ein Hin und ein Her, ein Geben, ein Nehmen, ein Ausgleichen. Wenn ihr aber an dem Punkt seid, wo ihr euch entscheidet, in der Souveränität zu sein und eure eigene Energie beginnt zu aktivieren und nicht immer nur die Reflexionen oder die Energie des anderen braucht, um euch zu bestätigen, sondern ihr wirklich in wahre Souveränität geht, sprich der Verkörperungsprozess eingeleitet wird. Und dazu gehört es auch, den Mut zu haben, Fehler zu machen oder einmal zu fallen, um wieder aufzustehen. In dem Moment, wenn ihr dann eure eigene Kraft entwickelt, gibt euch das einen Schub, nicht nur zur Seite, nach vorne und zurück zu gehen, sondern nach oben zu gehen. Und in dem Moment, wenn ihr diese Souveränität beginnt zu verkörpern, beginnt Energie zu fließen. Und wenn diese Energie beginnt zu fließen, euch zu erfüllen, nicht zu gucken, wie gebe ich der Person das zurück, die mich unterstützt hat, sondern dann beginnt diese Energie wie eine unendliche Quelle nach außen zu teilen. Ich sage nicht außen zu teilen, dass ihr dann sofort beginnen müsst, einen YouTube-Kanal zu machen, sondern nach außen zu teilen, in dem Moment zu beginnen, bedingungslos zu geben, aber nur an dem Moment, in dem Moment, wenn ihr in eurer Kraft seid und ihr erkennt und wahrhaftig lebt, dass ihr unendliche Energie habt, dass ihr die Quelle von allem seid, was ihr seid, dass ihr souverän seid in all eurer Kreation und beginnt diese Energie zu nutzen und bedingungslos zu teilen. Weil was passiert, wenn ihr Energie bedingungslos teilt, als würde diese Quelle niemals versiegen? Was passiert in diesem Moment? Die Quelle beginnt noch mehr zu fließen. Diese Quelle an Energie beginnt in euch überzusprudeln und ihr werdet immer genug Energie haben, die ihr braucht, wenn ihr sie braucht. Und je mehr Energie ihr frei teilt, als gäbe es kein Limit. Und es gibt kein Limit mehr dieser Energie. Dann kommt unendliche Energie zu euch zurück. Das ist auch der Schlüssel, warum zum Beispiel jemand, der im Mangel ist, unendlichen Mangel hat. Jemand, der in der Fülle ist, immer genug hat und immer die Fülle fließt. Es ist ein kosmisches Gesetz. Und wenn ihr beginnt, souverän zu leben und eure Energie zu teilen, wenn ihr wirklich wisst, und fühlt und erkennt und überzeugt seid, dass diese Energie niemals versiegt, weil ihr diese Energie seid und unendlich davon zur Verfügung habt und immer unendlich davon zur Verfügung hattet, was passiert dann? Unendliche Energie kommt zu euch zurück und ihr beginnt die Souveränität wahrhaftig zu verkörpern. Auf einmal ist es nicht mehr so,
Ihr gebt Energie, Energie kommt. Ihr gebt Energie, Energie kommt von anderen, sondern dann beginnt ein Torusfeld. Die Energie beginnt aus euch heraus, nach außen zu gehen und von außen zurückzukommen. Dann beginnt auch das ganze Energiefeld sich zu ändern. Nicht mehr Input, Output, sprich, ihr gebt in jemanden oder etwas hinein und jemand oder etwas gibt euch zurück, sondern ihr werdet zu einer unendlichen Quelle, die sich permanent recycelt. Ihr teilt unendliche Energie und unendliche Energie kommt zu euch zurück und stärkt euch in allem, was ihr tut. Und das ist der Moment, wenn wahrhaftige Souveränität sich verkörpert. Aber dazu braucht es eine Entscheidung, dahingehend souverän zu handeln und souverän zu sein und alles, was insouverän ist, in sich zu transformieren. Es ist nicht in dem Moment sinnvoll zu sagen, ich glaube, ich habe unendliche Energie, aber eigentlich glaube ich es nicht, sondern es muss aus einem Standpunkt herauskommen, wo das die Normalität ist, dass Energie bedingungslos und unendlich zur Verfügung steht, und zwar immer. Und dann beginnt die ganze Energie sich zu verändern, euer ganzes Energiefeld sich zu verändern. Und besonders dürft ihr dann auch lernen, dass Energie euch dienen darf, dass ihr Energien erlaubt, dass sie in euer Leben zurückfließen. Das heißt, es gibt noch weitere Schritte, weil jemand, der souverän ist, erlaubt auch Energien in seine Realität hinein und zu dienen. Aber jemand, der Souveränität lebt, muss nicht gerettet werden. Und wenn ihr zum Beispiel in eurer Welt noch glaubt, dass jemand wirklich gerettet werden muss, und retten ist nicht helfen. Helfen ist nicht retten. Retten ist oder beschützen müssen, hat die Energie von Insouveränität und Machtabgabe. Helfen wollen ist eine andere Energie. Helfen wollen ist Liebe, Miteinander, Einheit. Aber retten und schützen wollen ist eine Energie von, die Person schafft es nicht ohne jemand anderen. Und dann schafft sie es nicht ohne jemand anderen. Aber es macht Sinn, einer Person, der geholfen werden muss, ihr zu helfen, und zwar sie in Souveränität und in wahre Kraft zu bringen. Und das ist das, was ich tue. Wenn ich euch versuchen würde zu retten, dann würdet ihr nie in eure Kraft kommen. Und darum sage ich immer, seid souverän, lebt souverän und kommt in eure Kraft, verkörpert das, was ihr habt. Und dann, wenn ihr es verkörpert habt, was passiert dann? Ihr helft anderen, sie zu verkörpern und rettet sie nicht mehr. Ihr wollt eure Klienten, die Leute, eure Familie, eure Freunde souverän sehen und nicht abhängig sehen von euch. Und dann beginnt auch jemand, der mit Menschen arbeitet, auch wirklich Menschen zu helfen und sie nicht mehr zu retten und auch keine Abhängigkeit entsteht. Letzten Endes ist das Hauptziel oder mein Hauptwunsch von Ozeanlicht, dass genau dieses passiert, dass ihr souverän werdet und eure Energie beginnt so überschießend zu sein, dass ihr mehr Licht in die Welt gebt, und zwar von ganz alleine. Und das könnt ihr tun, während ihr arbeiten geht. Das könnt ihr tun, während ihr einkaufen geht, während ihr im Wald seid, während ihr kreativ seid und Kunst lebt, oder indem ihr Heiler seid oder Coach oder einfach nur Gridwork macht, an Orte geht und heilt, aber helfen und nicht retten, nicht schützen, sondern helft die Souveränität, die ihr in euch aktiviert habt, in anderen zu aktivieren, an Orten zu aktivieren. Und da beginnt dann, wenn viele, viele Seelen und viele Menschen beginnen so zu denken und souverän zu sein, dann beginnt das wirklich, wirklich eine Veränderung in dieser Welt. Und das würde mir helfen. Tatsächlich, weil ich dann mein Ziel erfüllt habe, nämlich euch und vielen, vielen Menschen zu helfen, in die Souveränität zu kommen. Und was ich mir wünsche auch von jedem Einzelnen von euch, dass ihr nicht mich als Retter seht, sondern als jemand, der euch die Hand reicht und euch begleitet, solange wie ihr es möchtet und solange es nötig ist, aber der euch permanent sehen möchte in Souveränität und in eigener Kraft.
Und manchmal, wenn ihr zu viel auf mir sitzt oder ich euch zu viel halten muss, dann kann es sein, dass ich nicht astral vorbeikomme, wenn ihr mich braucht, damit ihr in Souveränität kommt, damit ihr eure Stärke lebt. So wie ich erlebt habe, dass auf einmal, ja, kein Backup da war, um mir zu helfen, sollte ein Monsterchen in meinem Feld sein oder ich angegriffen werden und ich dem vielleicht nicht gewachsen sein. Nein, ich bin ihm gewachsen. Und aber es musste der Punkt kommen, wo ich das erkenne. Und da hat es mir geholfen, einfach mich nicht mehr auf ja, Personen oder ETs zu stützen. Okay, das ist so viel von dem, was ich sagen möchte. Auch in dem Kontext, ich möchte bitte nicht auf einen Podest oder einen Thron gestellt werden. Ich bin Lia, ich bin menschlich und auch mehr. Ja, ich habe Meisterinkarnationen, aber ich habe auch Kackinkarnationen und Inkarnationen, wo ich ganz schön blöd bin. Und auch ich mache Fehler. Auch jetzt als Lia kommen manchmal Triggerpoints hoch. Um Gottes Willen, ich bin alles andere als perfekt. Und das allerletzte, worauf ich sitzen möchte, ist ein Lia hat gesagt und ich mache das, was Lia sagt, drohen und sondern ich möchte, dass ihr ultimativ und zwar von ganzem Herzen aus euch heraus denkt, fühlt, prüft und eurer Intuition vertraut, bei allem euch das nehmt, was euch gefällt von dem, was ich sage oder anderen sage und das, was euch nicht gefällt, lasst ihr bitte einfach dort stehen, wo es ist und lebt eure Souveränität. Das wünsche ich mir von euch, aber ich möchte keinen Thron, weil jeden Thron muss ich früher oder später immer abreißen, weil das dient nicht weder mir noch euch, noch ist der Weg oder das Ziel von Ozeanlicht. Ich möchte auf keinem Thron stehen. Und ich sage das, weil ich das bei manchen fühle, die mich hierarchisch über sie selbst stellen. Nein, ich möchte das nicht. Ich bin eine Reflexion von euch und alles, was ich bin, ist in euch und ihr seht das in mir, weil es in euch ist und ich möchte, dass ihr das aktiviert und zwar jetzt. Ihr seid Meister. Ich sehe euch als Meister. Es gibt einen Grund dafür, dass ich so viel Liebe für euch in meinem Herzen trage. Und ich wünsche mir, dass ihr das erkennt und seht und beginnt so zu leben. Okay? Und deswegen keine Drohne mehr. Ansonsten muss ich sie wieder einreißen und ich möchte einfach, dass ihr euch auf den Thron setzt. Ihr seid die Prinzessinnen, die Könige und die Königinnen. Ihr seid die Meister. Ihr habt alles Wissen, alle Weisheit in euch als die Seele, nur der Mensch hat's vergessen. Und ich bin hier, um euch zu erinnern, aber in keinem Punkto besser oder schlechter oder sonst irgendwas, sondern wir sind alle gleich. Wir als Seelen sind alle gleich. Und es ist, und das Einzige, was sich unterscheidet, ist, dass manche Menschen vergessen haben, mehr oder weniger als andere, aber als Seelen sind wir alle gleich, egal was wir machen. Egal.